meine Lieben und willkommen zum heutigen Video. Heute gibt es ein kleines Infovideo über ein Original 1940s Vintage Trend, wo sich in den letzten Jahren auch eine große Sammelleidenschaft, nicht bei mir, aber bei vielen anderen Leuten angebahnt hat oder entwickelt hat. Und ich habe mir jetzt gestern eine neue Handtasche gekauft, die eben Teil dieser Sammelleidenschaft ist. Und zwar handelt es sich um diese hier. Das ist eine Kabelhandtasche aus den 40er Jahren. Und für alle, die sich fragen, warum Kabel, weil sie noch nie was davon gehört haben, für die werde ich jetzt gleich mal die Handtasche ganz nah an die Kamera halten, damit ihr seht, was ich meine. Ich denke, es ist oder war gut erkennbar, warum diese Tasche eine Telefonkabelhandtasche oder Kabelhandtasche ist oder genannt wird. Die farbige Deko oder alle die ganzen Muster hier vorne und so weiter sind verschiedenfarbige Telefonkabel. Und ich habe das nicht gewusst. Ich kannte diesen 40er-Jahre-Trend quasi nicht und habe mich immer gefragt, weil mehrere Leute hier aus München eben, also ein paar Mädels, oft mit solchen Taschen eben unterwegs sind. Und ich habe das irgendwie immer für einen, ja weiß ich nicht, für irgendwie so einen coolen Trend einfach gehalten und dachte mir so, ja, und die sehen einfach meistens, es gibt ganz viele verschiedene, aber dazu kommen wir gleich, einfach nicht alt aus. Also sie sind einfach noch in so einem wahnsinnig guten Zustand oft und haben einfach so was super Flippiges, dass man es einfach irgendwie nicht denkt, dass es wirklich was original Vintage ist, dass jemand damals auf die Idee kam, aus einem Telefonkabel oder aus verschiedenfarbigen Telefonkabeln Handtaschen zu machen. Und ich habe mir dann jetzt einfach was ist einfach? Ich wollte unbedingt eine haben und habe mir eben diese hier ausgesucht. Die meisten sind in so einer beutelartigen Form, also so ein bisschen runder dann quasi. Die meisten, aber nicht alle. Und ich bin aber einfach so ein bisschen mehr der Typ für eckige Handtaschen und nicht so für runde. Und war dann ganz happy, dass diese Bekannte von mir, die eben also ein ansehnliches Sortiment hat und auch ab und zu mal welche verkauft, diese Handtasche hier hatte und in die habe ich mich dann eben verliebt und habe sie ihr abgekauft. Und die ist, wie man sieht, eckig und kann hier oben dann so geöffnet werden. Das heißt, die Kabel sind auf Stoff geklebt, denke ich. Und der Stoff ist eben bespannt auf diesen Metallrahmen hier. Und hier innen, also es sind einfach so eine metallene Handtasche und dann ist da eben dieser Stoff drüber gespannt und da drauf klebt dann eben dieses Telefonkabel. Und ich fand es dann ganz interessant, sie hat mir dann so ein bisschen erzählt, dass das aus den 40ern ist und so weiter und so fort. Und wie es halt dann so ist, ich bin ja so ein alter Recherchierer und ich habe dann was im Internet gesucht und es war ein Trend, der in den USA aufgekommen ist. Und ich habe dann irgendwann eine Internetseite gefunden aus den USA, die sich eben mit der Entstehungsgeschichte von Telefonkabelhandtaschen beschäftigt hat. Und ich fand es so interessant, dass ich mir dachte, es ist doch bestimmt für euch auch interessant, das mal zu hören oder zu erfahren, wie kam es dazu, dass jemand diese super coolen Handtaschen in diesen sämtlichen Farben gibt. Also das ist anscheinend eine der häufigsten Farbgebungen mit diesem Blau und Weiß und Gelb und Rot und Grün und so. Gibt es aber auch zweifarbig. Es gibt sie auch in eher so Creme- und Pastelltöne und sowas. Die sind dann aber oft wieder mehr wert, weil sie einfach weniger oft hergestellt wurden als die hier. Aber da weiß ich jetzt nicht ganz genau, wie das im Endeffekt ist. Also die werden gehandelt mit je nach Zustand angeblich von $50 bis über $200. Ja, die habe ich relativ günstig erstanden für 140. Und das ist aber auf jeden Fall ein Preis, der komplett okay und nachvollziehbar ist. Die hat einen sehr guten Zustand. Nur hier ist ein kleiner Kabelbruch und hier haben sich zwei so Spiralen im Endeffekt gelöst. Das könnte man wieder ankleben, aber das ist alles nicht so wild. Und man muss ja bedenken, das Ding ist aus den 40er Jahren. Wir haben jetzt 2020. Also ich meine, ich bin jetzt nicht super gut in Mathe, aber ich weiß, dass es sehr viel ist.
Kleiner Scherz am Rande. Also sie ist knapp oder gut 80 Jahre alt. Man weiß ja nicht, wann genau in den 40ern sie gemacht worden ist. Aber sagen wir mal über 70 Jahre. Und das ist natürlich schon krass. Und die Entstehungsgeschichte ist wie folgt. Natürlich 40er Jahre. Was ist in den 40er Jahren los gewesen? Ja, es war leider Krieg. Es war leider der Zweite Weltkrieg. Und das ist ja allgemein bekannt, dass in den USA versucht worden ist, die Stimmung nach Eintritt in den Krieg und so weiter und in diese ganze Rüstungs- und Munitionsproduktion und sowas, man versucht hat, die Stimmung trotzdem irgendwie hochzuhalten. Also es wurden ja auch ganz viele bestimmte rote Lippenstiftfarben verkauft und sowas, die dann in Verbindung gebracht worden sind, mit so ein bisschen Propagandathemen und so weiter. Die Victory Rolls und das Victory Red auf den Lippen, das kommt ja nicht von ungefähr. Das waren solche Dinge, die man quasi in diese Kriegsgeschichte mit reingemanscht hat. Man hat eben versucht, bestimmte Dinge weiterhin nach Möglichkeit zu haben und zu handeln und so weiter, auch wenn es vielleicht gerade andere Sachen wichtiger waren, wie Rüstung und so weiter und so fort, damit einfach die Leute, damit es ihnen nichts fehlt und einfach immer noch irgendwie Mut und wie soll man sagen, ja, eine Zufriedenheit auch irgendwie nach wie vor da ist. Also die haben ganz viel auch geguckt, einfach, dass die Leute nach wie vor so ein Lebensgefühl haben. So könnte man das ungefähr, denke ich, bezeichnen. Und es war ähnlich mit Handtaschen, denn die meisten Handtaschen waren ja aus Leder. Und Leder hat man jetzt für andere Dinge gebraucht, Leder hat man vor allem auch für Schuhe gebraucht und so weiter und so fort. Und dann etwas wie Handtaschen, was jetzt nichts Überlebenswichtiges ist, wo man keine kalten Füße bekommt, wenn sie ausgehen. Dann war eben die Frage, ja gut, aber wir können jetzt nicht einfach für den Zeitraum, in dem wir Krieg haben, keine Handtaschen mehr verkaufen. Was machen wir denn jetzt da bitte? Und es gab auch eine Neuerung in dieser Zeit von Telefonen und Telefonkabeln. Davor waren die Telefonkabel einfach nur gerade und haben sich oft schnell verheddert und sowas. Und es war auch so ein bisschen, es gab anscheinend Magazine, habe ich gelesen, in denen drin stand, dass man kleine Kinder nicht in die Nähe von diesen geraden Telefonkabeln lassen soll, weil wenn die zahnen, kann es sein, dass sie drauf rumbeißen, was natürlich lebensgefährlich ist und so weiter und so fort. Und so hat dann im Endeffekt irgendjemand dann wohl die Idee gehabt, Spiralentelefonkabel zu machen. Und davon gab es dann ziemlich viele und heute ist ja vieles einfach recht schwarz und weiß und silber und sowas, ne? Und damals war doch vieles sehr farbig, also auch wenn man sich so mal die Einrichtung aus den 40er und 50er Jahren und sowas anguckt, es wurde alles immer farbiger eigentlich und so war das auch mit den Telefonkabeln. Und man hatte einen quasi Überschuss an Telefonkabeln, denn gerade ging irgendwie Telefone anscheinend nicht so gut im Krieg. Und so hat man dann angefangen oder kam man auf die glorreiche Idee, diese Telefonkabel, von denen man gerade zu viel hat und vom Leder, wo man gerade zu wenig hat, eine neue Mode, eine neue Handtaschenmode zu entwickeln. Und so entstand im Endeffekt die Kabelhandtasche. Und man hat meistens dann eben Stoff benutzt, wenn man ja eben kein Leder hatte. Das heißt, das hier ist noch eine seltenere Art von Kabelhandtasche. Hat eben auf diesen Stoff dann diese Telefonkabel, oft auch dicker, eben draufgeklebt oder draufgenäht. Oft waren auch der Henkel, der ist jetzt hier ebenfalls Stoff, wo einfach Kabel draufgenäht oder draufgeklebt ist. Muss mal kurz gucken, das sieht eher geklebt aus. Waren oft auch aus verschiedenfarbigen von diesen Spiralenkabeln, die so ineinander gezwirbelt waren oder sowas oder wie geflochten und dann war das eben so. Es war auf jeden Fall leichter von den Ressourcen her herzustellen als mit Leder etc. pp., was eben einfach in anderen Ecken gebraucht worden ist. Und damals war das ja auch noch nicht so arg mit Marken und sowas. Heute ist es ja, du hast 10-mal die gleiche Handtasche, alle sehen gleich aus, aber 2 von denen sind von irgendeiner Marke, dann sind die natürlich schon halt toll und besonders. Das war damals so ein bisschen anders, da gab es das noch nicht so, da war es eher so, man hat irgendwie was Spezielles und Tolles. Und als dann eben diese neue Handtaschenart, dieser neue Handtaschen-Look rausgekommen ist, war das was ganz Neues und Innovatives und wurde auch gar nicht so lange im Endeffekt hergestellt. Es waren einige Jahre, in denen man eben sparen musste an den Materialien, aus denen davor Handtaschen gemacht worden sind. Und als dann eben der Krieg vorbei war und so weiter und so fort, wurde das dann auch wieder eingestellt. Das heißt, es ist wirklich was ganz Besonderes, diese Handtaschen, weil es ist eben aus einer Materialnot heraus eigentlich entstanden und wurde dann eben aber auch wieder eingestellt. Es war ein reines
reines Zweckdesign eigentlich und sieht eigentlich wirklich cool aus. Wie gesagt, ich habe jetzt hier eine von diesen wirklich bunten, wo auch viel dazu passt, weil eben sämtliche Farben hier mit drin sind. Ich finde, es hat so was sehr Sommerliches auch einfach. Je nach Form und Farbe können die aber auch sehr edel aussehen. Also man hat die damals auch für alles benutzt. Und ich finde es ein unglaublich interessantes Stück Geschichte, dass einfach die USA doch versucht hat, durch diese schönen Produkte für Frauen die Stimmung im Volk hochzuhalten und eben mit diesen Frisuren und Make-up-Geschichten und sowas, was es damals eben gab, aber auch eben Mode, wo eben auch Handtaschen dazu gehören, sich da Dinge zu überlegen, wie können wir das jetzt machen, damit weiterhin es den Leuten an nichts mangelt, obwohl wir gerade wirklich Stress und Engpass haben. Und ich bin sehr stolz, dass ich jetzt so ein Stück Geschichte quasi besitze. Ich meine, die ist wirklich alt, sie ist aber in einem wirklich sehr guten Zustand und wer weiß, was die auch erlebt hat. Also ich bin ja da immer ein sehr emotionaler Mensch. Ich denke mir sehr auch bei jedem Möbelstück, das ich habe, des Alters. Was haben diese Möbelstücke irgendwie miterlebt? Wer saß da davor? Was ist im Leben von diesen Personen passiert? Und ich wünschte, ich wüsste das bei irgendwas von meinen Sachen, aber leider nein, weil natürlich hat niemand einen Steckbrief dran gehängt und gesagt so, hallo, das ist der Schminktisch von Ende 1800 und da saß die und die Person davor. Da hat sich jemand fertig gemacht für das erste vielleicht geheime Treffen mit irgendwie jemandem, in dem man verliebt war, vielleicht für die Hochzeit, was weiß ich, keine Ahnung für was. Da saß jemand davor mit Liebeskummer oder die hat sich hübsch gemacht für irgendeinen wahnsinnig wichtigen Tag, was auch immer es gewesen sein soll, will, was vielleicht eine Person für Briefe gelesen hat, als sie hier vor diesem Schminktisch gesessen ist. Mit dieser Tasche ist es genauso. Wie ging es der Person und den Angehörigen in der Zeit des Zweiten Weltkriegs in den USA? Was hat die Person miterleben müssen? Wie ging es der Person dabei? Und das sind halt so Dinge, ich mache mir da vielleicht wirklich sehr viele Gedanken, aber ich bin einfach ein sehr emotionaler Mensch und habe einfach den größten Respekt vor diesen Utensilien, die schon so viele Jahre auf dem Buckel haben und einfach Dinge erlebt haben, quasi dabei waren. Und das finde ich wirklich richtig krass und macht mich, wie gesagt, sehr stolz. Und ja, ich glaube, mehr kann ich gar nicht dazu sagen. Ich hoffe, dass diese kleine Geschichte, sie war eigentlich recht kurz und knapp, aber wie ich finde, sehr interessant. Ich hoffe, dass ich diese kleine kurze Geschichte hinter der Telefonkabelhandtasche, die es ja in ganz vielen verschiedenen Ausführungen gibt. Ihr könnt es gerne mal googeln oder auf Pinterest oder sowas gucken, da findet man schön viele Taschen. Guckt euch das gerne mal an. Ich hoffe, es war interessant, hat euch interessiert und gefallen und sollte ich irgendwann nochmal auf solche Geschichten stoßen, dann teile ich sie euch auch gerne mit und ich gehe jetzt mit meiner Tasche, weiß noch nicht wohin. Wir machen jetzt auch irgendwas Schönes zusammen. Also, meine Lieben, bis zum nächsten Video. Lasst gerne einen Daumen nach oben da. Über Abos freue ich mich auch sehr, solltet ihr das erste Video gerade geguckt haben auf meinem Channel. Und dann sehen wir uns hoffentlich bald wieder. Bis bald. Ciao.